Das Mittelalter gilt als eine der seltsamsten und gefährlichsten Epochen der Geschichte. Ganz anders als das 21. Jahrhundert, in dem Hygiene eine große Rolle spielt. In jener Zeit geschahen unglaubliche und kaum zu fassende Dinge. Heute zeigen wir euch 9 abscheuliche Bräuche aus dem Mittelalter. Seid ihr gespannt, was euch erwartet? Dann hinterlasst jetzt ein Super-Like und lasst uns ohne weitere Verzögerung mit dem Video beginnen. Baden. Es ist kein Zufall, dass das Mittelalter als das dunkle Zeitalter bekannt wurde. Viele bizarre Dinge geschahen in dieser Zeit, die meist durch lokale Mythen und Überzeugungen befeuert wurden. Ganz zu schweigen von der dürftigen Medizin, die oft eher hinderlich als hilfreich war. Bäder waren selten und es war völlig normal, Monate oder gar ein Jahr ohne ein Bad zu verbringen, selbst für diejenigen, die Teil des Königshauses oder der Aristokratie waren. Persönliche Hygiene hatte einen geringen Stellenwert, nicht nur wegen des fehlenden Wissens, sondern auch aufgrund grotesker Vorstellungen von Sauberkeit in der Medizin dieser Zeit. Heiße Bäder waren undenkbar, da man glaubte, sie würden die Organe schwächen. Wunden wurden nicht mit Wasser gereinigt, weil man fürchtete, dass dies den Heilungsprozess stören und die Haut anfälliger für neue Krankheiten machen würde. Man glaubte sogar, dass Bäder den körpereigenen Schutz entfernen und die Hautfarbe verändern könnten. Etwas, das die Ärzte der Zeit als unerwünscht ansahen. Stattdessen sammelte man täglich Talg, Fett und Schweiß, um gesund zu bleiben. Gelegentlich wurde einmal im Jahr gebadet, meist im Mai, da die meisten Hochzeiten im Juni stattfanden. Die Kirche betrachtete Baden als eine Sünde der Eitelkeit und empfahl höchstens 2 Bäder im Jahr. In Toiletten. Ein Badezimmer im Haus zu haben, war damals eine Seltenheit. Daher war es ganz normal, eine Holzkiste mit Urin und Fäkalien unter dem Bett zu haben. Wenn es ein Badezimmer gab, befand es sich meist außerhalb des Hauses. Da Städte und Dörfer kein Kanalisationssystem hatten, war es völlig normal, seine Notdurft in einem kleinen Holzkasten zu verrichten. Um die Kiste zu entleeren, wurde der Inhalt einfach aus dem Fenster geworfen, was dazu führte, dass die Straßen einen unfreundlichen Geruch hatten. Stellt euch nur vor, wie unangenehm es gewesen sein muss, damals durch diese Straßen zu gehen. Fäkalsammler. Entgegen der landläufigen Meinung gab es im Mittelalter eine Art Recyclingkultur, die jedoch weit von dem entfernt war, was wir heute kennen. Tatsächlich gab es Gruppen von Menschen, die menschliche Fäkalien sammelten. Ja, genau das, was ihr gehört habt. Diese Gruppen sammelten gerne menschlichen Kot aus Toiletten und sogar aus Abwasserschächten. Diese ekelhafte Praxis brachte etwas Geld ein, da der Kot an Bauern oder landwirtschaftliche Produzenten verkauft wurde, die ihn als Dünger für ihre Pflanzen nutzten. Einige Färber, die Teppiche herstellten, oder Pelzhändler bewahrten Urin in großen Behältern auf, der später verwendet wurde, um Stoffe zu bleichen oder Felle zu waschen. Sie nutzten wirklich alles, was der menschliche Körper produzierte, und was übrig blieb, wurde oft einfach auf die Straße geworfen. Zahnbehandlung. Unabhängig vom Problem bestand die Zahnbehandlung damals darin, den Zahn einfach zu ziehen. Es war so üblich, dass bei jedem kleinen Problem, das man mit seinen Zähnen hatte, die Zahnärzte der Zeit nicht zögerten, den Zahn zu ziehen. Da die Menschen ihre Zähne oft in einen Zustand verkommen ließen, in dem die Zahnärzte keine andere Wahl hatten, war Zahnhygiene keine Priorität. Unter den schlechten hygienischen Bedingungen konnte jeder Barbier oder Metzger, der eine gewisse Erfahrung im Zähneziehen hatte, diese Arbeit erledigen. Schließlich brauchte man nur eine rostige Zange und genügend Kraft in den Bizepsen, um die Arbeit zu vollbringen. Anästhesie? Vergesst es. Beim Ziehen eines Zahns erlebten die Menschen damals schreckliche Schmerzen, ganz anders als in heutigen Zeiten. Der Reiniger des Königs. Eine ziemlich ekelhafte, aber äußerst begehrte Arbeit im Mittelalter war die des königlichen Reinigers. Er musste regelmäßig am Hof des Königs teilnehmen und genoss eine Reihe von Privilegien. Seine Aufgabe bestand im Wesentlichen darin, den König zu säubern. Insbesondere beim Kleiderwechsel und Baden
sowie das königliche Hinterteil zu reinigen, jedes Mal, wenn der König sein Geschäft erledigte. Ödalas. In dieser Zeit galt Aderlass als Allheilmittel. Die Technik bestand darin, einen Schnitt am Körper des Kranken zu machen und ihn eine Zeit lang bluten zu lassen. So sollte jedes Übel oder jede Krankheit gelöst werden, indem das vermeintlich schlechte Blut herauskam und alles mit sich nahm. Heute kennen wir den therapeutischen Aderlass, der bei bestimmten Erkrankungen eingesetzt wird, um die Blutviskosität zu moderieren oder den Eisenspiegel zu senken. Perücken. Obwohl Perücken schon Jahrhunderte zuvor existierten, sind sie vor allem für ihre Popularität im 16. und 17. Jahrhundert bekannt. Doch auch im Mittelalter wurden sie verwendet, allerdings in einer ganz anderen Form. Wenn ihr davon träumt, im mittelalterlichen London als Teil der Aristokratie mit eleganten Perücken und schönen Fächern zu leben, solltet ihr diesen Traum schnell ändern. Das Problem war der üble Geruch, der unter den Perücken und Kleidern herrschte. Fächer wurden verwendet, um den Geruch zu maskieren, aber nur die Königlichkeit hatte Diener, die fächerten, um den unangenehmen Geruch zu lindern und Insekten zu vertreiben, die davon angezogen wurden. Die Lösung bestand darin, sehr teure Fächer zu kaufen, um den Gestank zu minimieren, aber nur die Oberschicht konnte sich das leisten. Doch die Probleme hörten damit nicht auf. Die Perücken dienten auch als Brutstätten für Läuse und Nissen. Die Sache war so ekelhaft, dass Perücken regelmäßig gewaschen, gekocht und parfümiert werden mussten. Es war nicht ungewöhnlich, dass Läuse beim Essen auf den Teller fielen. Wenn ihr Haare im Essen schon eklig findet, stellt euch vor, eine Laus läuft darauf herum. Tödliches Make-up. Schön auszusehen war im Mittelalter wortwörtlich tödlich. Die Schönheitsstandards dieser Zeit führten dazu, dass Menschen Mischungen verwendeten, um ihre Haut zu bleichen und sehr blass zu erscheinen. Je blasser man war, desto schöner galt man. Das Problem war, dass viele dieser Hautbleichmischungen nicht nur Reisstärke enthielten, sondern auch giftige Substanzen, die den Benutzer im Laufe der Zeit umbrachten. Das blasse Aussehen war eine Art für die Bourgeoisie zu zeigen, dass sie keinerlei Arbeit verrichten mussten. Je toter man aussah, desto reicher war man. Moosbinden. Vergesst alles, was ihr über Damenbinden wisst und beklagt euch nie wieder darüber. Im Mittelalter war die Kreativität der Frauen unglaublich, ebenso wie die Notwendigkeit. Eine Lösung für die Menstruationsperioden war die Verwendung von Moosbinden. Man nahm ein Stück Stoff, füllte es mit Moos und platzierte es dort, wo es das Blut aufsaugen konnte, um so seine täglichen Aufgaben fortzusetzen. Jetzt hatte es, da ihr etwas mehr über die bizarren Bräuche des Mittelalters wisst, können wir nur sagen, dass jeder, der damals lebte, ein wahrer Held war. Und welchen dieser Bräuche fandet ihr am bizarrsten? Vergesst nicht, diesem Video euer Like zu geben. Es hilft dem Kanal sehr. Eine herzliche Umarmung und wir sehen uns im nächsten Video.